So, willkommen zum neuen Video. Wir wollen uns heute beschäftigen mit der Bremsbacke der Feststellbremse. In einem vorangegangenen Video haben wir ja schon die Einstellung gemacht, hier über dieses Rändelrad und über dieses Einstellrad, um die Bremsbackenhälften weiter an die Bremsscheibe ranzudrücken, wenn der Belag schon etwas runter ist, damit ich diese Bremswirkung der Feststellbremse dann wieder anziehe und die Backe dann an der Scheibe wieder anliegen. Das haben wir in einem Video schon mal gemacht. Jetzt habe ich die Bremsscheibe entfernt, ich habe den Bremssattel entfernt und jetzt sehe ich direkt auf die Mechanik der komplette Feststellbremse hier an die Hinterachse und ich möchte euch in dem Video zeigen, wie ich jetzt den kompletten Kranz hier über die Achswelle entfernen kann und das Ganze säubern kann, wieder reinigen kann, wieder frisch einfetten kann und dann montieren wir das Ganze wieder hin, wenn das alles soweit in Ordnung ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt nach dem Intro an. Bleibe da bitte bis ganz zum Schluss dran. Zum Schluss kommt die ganze Teilenummern nochmal von dieser ganzen Bremsanlage der Hinterachse und dann starten wir gleich nach dem Intro. So, hier sieht man es jetzt nochmal genauer. Ich habe hier einmal diese Andrückfeder, die hält diese Hälfte an der Achswelle fest. Die drückt quasi die obere Hälfte hier hinter dagegen, damit hier das nicht so rumlummelt. Dann habe ich hier links an der Seite in Fahrtrichtung nach vorne dieses Einstellrad. Das zeigt hier nach unten. Bei der Diagonalpendelachse mit Anfahrtsdrehmomentausgleich sitzt die mit dem Rad immer nach unten. Dann habe ich hier die Feder, die Spannfeder, wo die zwei Hälften miteinander verbindet. Und hier eine etwas stärkere Feder, einmal für die obere Hälfte und dann unterhalb vom Spreitschloss. Sieht man jetzt hier ein bisschen für die untere Hälfte, welches dann die Hälfte an dem Spreitschloss, das ich hier habe, quasi so festhält. So, wir gehen jetzt streng nach Werkstattunterlage vor. Wir entfernen erstmal für die obere Hälfte und die untere Hälfte entfernen wir die Andrückfeder, damit ich hier diesen ganzen Kranz etwas bewegen kann und hänge dann am Spreitschloss hänge ich dann die zwei Haltefedern aus, einmal für die obere Hälfte und einmal für die untere Hälfte. So, wenn man nicht das passende Sonderwerkzeug hat, dann geht es auch mit einem etwas stärkeren Imbus. Ich habe hier einen 5er Imbus, der müsste reichen. Damit drücke ich jetzt die Andrückfeder durch so ein Radbolzenloch, drücke ich etwas nach hinten und versuche die dann um ca. 90 Grad zu drehen. Die ist hinten mit so einem Haken versehen und den muss ich jetzt etwas drehen, damit ich durch die Aussparung durchkomme und die obere Hälfte schon mal frei kriege. So, und jetzt kann ich quasi die Andrückfeder, die war jetzt hier hinten mit dem Haken und hat diese obere Bremshälfte hinten festgehalten und jetzt kommt mir der hier schon entgegen, die obere Hälfte. So, die beiden Andrückfedern haben wir jetzt gelöst. Man merkt jetzt schon, die beiden Bremsbackenhälften sind jetzt beweglich. Die kann ich jetzt hier bewegen. Und jetzt sind sie hier noch im Spreitschloss, einmal oben und einmal unten hier eingehakt und halten mit dieser Rückzugfeder am Spreitschloss sind sie noch fest und jetzt müssen wir diese Rückzugfeder jeweils an den Bremsbackenhälfte noch aushängen. Das mache ich jetzt am besten mit einem etwas größeren Schraubenzieher und versuche hier von hinten hier reinzufahren und dann hänge ich die Feder hier aus. Und jetzt habe ich schon mal die obere Hälfte hier frei
Und hier sieht man jetzt ganz deutlich, wie das hier in diesem Spreitschloss quasi hier die Nut eingepfuttet ist. Und das gleiche mache ich jetzt mit der unteren Hälfte auch noch. So, die beiden Rückzugfedern habe ich jetzt entfernt. Die Hälfte sind frei. Und jetzt kann ich auf der Seite, wo sich das Spreitschloss befindet, kann ich jetzt die Hälfte so auseinanderdrücken und dann quasi aus dem Spreitschloss entnehmen und kann die jetzt so weit zurückdrücken über die Achswelle, dann quasi so abnehmen kann. Und so habe ich jetzt meine zwei Hälften von der Feststellbremse quasi entfernt. Und jetzt habe ich nur noch die zwei Rückzugfedern hier drin im Spreitschloss und das Spreitschloss selber hier noch anhängend an dem Seilzug. So, wenn wir jetzt schon alles so schön ausgebaut haben und da liegen haben, dann kann ich euch noch geschwind hier die Funktion von der Feststellmechanik, von der Feststellbremse hier nochmal erklären. Ich habe jetzt hier die komplette Mechanik einmal vor mir liegen. Das Einstellrad, wie wir in dem anderen Video schon gesehen haben, um diese Bremsbacke weiter auseinander zu drücken. Wenn ich hier an der Einstellschraube hier drehe, sieht man schon, wie das Gewinde hier länger wird. Das Gewinde geht auseinander und drückt die beide Hälfte näher zur Bremsscheibe hin, um einfach diesem Belagverschleiß entgegenzuwirken, damit das ganze Auto noch funktioniert. Hier habe ich einmal nochmal die Andrückfeder, die zwei Hälfte auf Position hält. Die ist hinter am Schutzblech eingehakt, hier mit der Nase, und zum Entfernen nochmal etwas zusammendrücken durch einen Radbolzen durch mit einem größeren Imbus oder einem größeren Schraubendreher, bis ihr zusammendrücke und um ca. 90 Grad drehe, damit ihr hier die Nase rausbekommt und dann durch das Loch die komplette Andrückfeder dann entnehmen könnt. Hier die Rückzugfeder zwischen Spreitschloss. Hier müsst ihr euch das Spreitschloss noch hindenken, das ist natürlich oben noch dran an der Radnabe, und das Ganze, mal gucken, dass es nicht auseinanderfällt, wenn ich es jetzt hier reinmache, sitzt dann hier in der Bremsscheibe so drin. Ja. So, das Ganze sitzt hier so drin, und wenn ich dann die Fußbremse betätige, drückt es die zwei Hälfte durch das Spreitschloss. Das Spreitschloss öffnet sich dann und die zwei Hälfte wird von innen gegen die Bremsscheibe gedrückt und so diese Bremsscheibe festgehalten, und genauso auf der rechten Seite an der Hinterachse das gleiche Prinzip. So, zum Einbau von der Mechanik noch ganz kurz. Funktioniert in umgedrehter Reihenfolge, ja, das kann man immer ganz einfach sagen. Nein, Spaß beiseite. Diese Feder, diese Rückzugfeder, die hängen da, die klippt er wieder so hinter dem Spreitschloss ein, damit diese Aussparung zwischen den zwei Bügel vom Spreitschloss dann sind und euch so auf Position ist. Die lasst ihr dann einfach so hängen, und dann kommt der ja, sieht das Ganze dann so aus. Die Spannfeder ist dann hier eingehakt, und dann klappert er die zwei Schenkel wieder so auf, dass ihr über die Achswelle drüber kommt, und dann hier in die Aussparungen, blende ich euch jetzt noch geschwind ein Bild ein, klickt ihr die wieder in diesem Spreitschloss ein und hängt dann die Feder, die ja dann schon auf Position ist, einfach oben und unten in die zwei Hälften rein, und dann zum Schluss diese Andrückfeder durch einen Radbolzen wieder mit einem größeren Schraubenzieher zusammendrücke, ein bisschen drehe, so 90 Grad, damit sich dieser Haken hinter im Schutzblech dann wieder verhakt und die Bremsbackehälfte dann auf Position haltet. Ja? Und dann macht er einfach mal einen Test, solange die Bremsscheibe noch unten ist, drückt die Feststellbremse und schaut auf die Backe dann dementsprechend auseinandergehen, und wenn er den Lösehebel dann wieder betätigt, dann wieder durch diese Rückzugfeder dann auch wieder zusammengeht. So, wenn ich mir die ganze Mechanik, das ganze Innenleben dieser Feststellbremse mal so anschaue, da lohnt es sich nicht, irgendwas sauber zu machen, irgendwas wieder aufzuarbeiten und dann wieder am Fahrzeug zu verbauen, zumal auch
die Beläge an sich schon ziemlich runter sind. Da habe ich nicht mehr viel Material drauf. Da brauche ich jetzt nicht mehr anfangen, da irgendwas reinzubauen. Da werde ich mir das komplette Teil hier, das komplette Innenleben neu bestellen. Das gibt es alles noch im Internet, das ist alles noch sehr gut erhältlich. Wahrscheinlich, weil es auch in mehreren Fahrzeugen verbaut ist. Wie gesagt, die meisten Teilnummern beginnen mit A126, also ist auch beim 126er so genauso verbaut. Und nicht nur bei Mercedes-Fahrzeugen, sondern dieses System, diese Funktionsweise der Feststellbremse kommt auch in andere Fahrzeuge noch zum Einsatz. Und deshalb ist das auch noch relativ gut erhältlich und auch preiswert. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen zum Ausbau der Mechanik der Feststellbremse an der Hinterachse. In den kommenden Videos, da könnt ihr euch drauf freuen, wollen wir weiter bei der Hinterachse bleiben. Ich bin gerade dabei, den Bremssattel der Hinterachse aufzuarbeiten. Und das wird dann auch eines der nächsten Videos sein, wie man das komplett an der Hinterachse macht. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, und dann würde ich mich wie immer freuen über ein Like, über einen Daumen nach oben, über das Teilen von dem Video für andere Interessenten, und wie immer gilt, macht ein Abo, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts, und bleibt jetzt noch bis zum Schluss da. Dann gibt es die ganzen Teilenummern für die Modelle ab 1985, für den 300er, für den 420er, für den 500er und für den 560er. Bis dann, macht's gut, ciao.